Hallo und herzlich willkommen bei Enforce Tech TV, der digitalen Plattform der Enforce Tech hier in Nürnberg am Stand von UG Tools. Ja, wir sind hier am Stand von UG Tools zusammen mit dem Jan. Jan, grüß dich. Und ihr habt euch kurzfristig noch dazu entschieden, bei Enforce Tech mitzumachen, bei Enforce Tech TV mitzumachen und auf jeden Fall ein Garant für High-Quality-Produkte made in Germany. Ja. Und wir schauen uns an, was ihr mitgebracht habt. Genau. Ja, vielen Dank, dass es noch geklappt hat. Freuen wir uns sehr. Wir wollen uns gleich dieses Set anschauen zusammen. Zunächst einmal ein kurzer Einstieg zu UG Tools nochmal. Wir wurden 2021 gegründet mit dem Ziel, die kompromissloseste Messer der Welt zu bauen. Ziel dabei ist es gewesen, ein maximal geringes Gewicht mit höchster Belastbarkeit zu vereinen. Das haben wir konstruktiv lösen können, das Ganze. Dafür setzen wir selektives Laserschmelzen ein. Das ist ein Metall-3D-Druckverfahren, wo Metallpulver eingesetzt wird und ein Laser und dann bekommt man daraus sehr komplexe Geometrien. Das ist der Schlüssel dazu, dass wir unsere Griffe fertigen können. Das passiert bei uns im Haus. Wir haben 2 eigene Drucker, SLM 280, also modernste Fertigungstechnologie bei uns direkt im Haus. Ebenso wie die komplette Entwicklungskapazität dahinter. Genau, und im letzten Jahr ist in sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit dieses Set entstanden. Und darauf wollen wir jetzt einmal genauer eingehen, was wir hier entwickelt haben. Let's go! Genau. Da haben wir das Set, so wie es ist, wurde es bereits ausgeliefert an eine deutsche Spezialeinheit. Ist sehr viel Entwicklung reingeflossen, wir haben uns da viele Gedanken im Vorfeld gemacht, was wir für Messer ausliefern könnten oder was wir da entwickeln wollen. Wir haben mit einigen Operatoren gesprochen und Anwendern und es gab immer wieder die ähnliche Rückmeldung. Messer ist zu schwer und ich kann es nicht vernünftig in die Ausrüstung integrieren. Das heißt, die waren zu wüst, zu groß, die sind schwer gewesen. Teilweise gab es dann eigene Lösungen mit Kabelbinder, mit Panzerband. Genau, also so wirklich die allgegenwärtige Problematik mit, wie binde ich das Messer oder das Tool an sich, macht genau, was es soll, aber ich kann es ganz schlecht in mein Setup mit implementieren. Genau. Auf jeden Fall, das heißt, ihr habt auch auf viel Feedback aus der Community gehört und auch natürlich aus dem Behördenbereich und auch mit Leuten, die an der Entwicklung teilhaben lassen. Also musst du hier viel Prototypen bauen oder? Ja, es ist ein sehr, sehr großer Teil. Es geht immer wieder iterativ, das Ganze. Und Rückmeldung war immer ähnlich, aus welchen Einheit man gesprochen hatte, egal ob Deutschland oder Ausland. Es war jedes Mal das Gleiche, dass es nicht vernünftig passte. Und die Ausrüstung in jeder Weise ist schwer genug geworden. Kommunikationstechnologie und so weiter. Weil das Messer war jedes Mal der erste Gegenstand, der ist zu Hause geblieben. Die haben den nicht mitgenommen, weil es nicht reinpasste. Ja, schade. Deswegen, wir machen nicht nur Messer, sondern wir wollten eine komplette Lösung anbieten von A bis Z, die durchdacht ist. Genau, und da wir nicht nur ein Messer machen wollten, was alles abbilden kann, das funktioniert meistens eh nicht. Man braucht spezialisierte Messer. Haben wir uns dafür entschieden, 2 zu machen. Einmal einen klassischen Dagger, einen Dolch, einmal ein Mehrzweckkampfmesser, auch mit der Ausrichtung als Kampfmesser, allerdings vielseitiger. Die Truppen sind oft im Ausland unterwegs, Außeneinsätze über längere Zeiträume. Da braucht man nochmal Werkzeuge für den Alltag, was funktioniert. Trotzdem Kampfmesser mit dem Schwerpunkt, aber... And remember rule number 9, Ja. Don't leave the house without a knife. Genau das. Genau, und das können wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Die Systeme dahinter. Genau, das Ganze wurde so in der Box ausgeliefert, dass man es kompakt zusammen hat, mit allem drum und dran. Das heißt auch Pflege, ihr habt auf jeden Fall noch Tool, aber gehen wir später drauf ein. Ja, also genau. wir schauen uns jetzt erstmal Gehen wir Schritt für Schritt durch. die Grundausstattung an und dann. Genau, fangen wir mit dem Messer hier an. Das ist das EKM2, Einsatzkampfmesser. EKM ist die Kurzfassung davon. Wie bei allen unseren Messern haben wir da einen Titangriff, durch SLM-Verfahren hergestellt. Extrem leicht, das Messer hat in dieser Konfiguration hat es 130 Gramm, also super, super leicht. Klinge haben wir uns für Magnacut entschieden, ist aktuell einer der besten Hochleistungsstähle. Aus gutem Grund einfach eine hohe Zähigkeit mit Schnittteiligkeit und so weiter. Das hat da Sinn gemacht. Der Klinge, die ist komplett gefräst, die haben wir diesmal nicht geschliffen. Der haben wir noch eine Rückensäge mit verpasst. Wir mögen die oft nicht an der Hauptschneide, das halten wir für schwierig. Ja. Aber so konnten wir die so integrieren in das Messer, dass die nicht stört. Und jetzt habe ich eben die Fähigkeit, eben selbst dicke Taue, wir haben es getestet, an bis zu 40er Hanfseilen in einem Cut mal eben zu ziehen. Das definitiv unterstreicht auf jeden Fall die Kampfmesser-Thematik nochmal um ein Vielfaches. Ja, und vor allem ist es auch, voll wie du sagst, von der Praktikabilität her, ist es auf jeden Fall schöner, mehr Plain Blade bzw. die Schneide so zu haben. Und es Genau, auch bei der Nachschärfbarkeit und allem mögen wir das nicht in der Hauptschneide. Ja. Deswegen hier oben in der Rückenschneide mit integriert. Genau. Wir haben noch einen Glasbrecher mit integriert in das Messer. Ist einfach schön zu haben, wenn man mal braucht. Dann mit einem kleinen Schlag ist eine Silizium-Karbidperle, die funktioniert sehr gut. Genau, das ist das Messer. Was uns dazu wichtig war, dass wir passende Trainer haben. Train as you fight, das war denen ganz wichtig. Das heißt, mit absolut gleicher Ergonomie und Design haben wir einen Trainer umgesetzt. Gewicht auch? Gewicht ist schwierig abzubilden, Okay. das ist ein bisschen leichter, aber der Unterschied zwischen 120 Gramm und vielleicht irgendwie 60 Gramm, wie auch immer. Weil es geht ja hier primär um die Führigkeit. Genau, geht um die Führigkeit, das merkt man dann nicht mehr. Und die sind auch, das ist Polyamid 11, ein sehr zäher Werkstoff. Man kann sehen,
Ist auch für Vollkontakt, das heißt, man kann auch damit reingehen und vernünftig trainieren. Aber trotzdem mit der Scheide kommt. Genau, das war wichtig. Wenn die einmal integriert ist in die Ausrüstung und so weiter, auf die Scheide kommen wir gleich noch ein, dann hat man keine Lust, die erst abzubauen, fürs Training wieder dran zu bauen und so weiter. Ja. Verwechslungsgefahr besteht immer, es sind gefährliche Werkzeuge, deswegen haben wir da ein haptisches Feedback und nochmal eine kleine blaue Spitze, die gut sichtbar ist. Und dementsprechend sieht man das sofort in der Ausrüstung. Das ist ein Trainer. Hey, du hast einen Trainer. Genau, und der sitzt genauso sicher und so weiter und dann rastet genauso ein. Ja. Wie wir eben schon angesprochen haben, Scheiben bei uns extrem wichtig und die Modularität, dass wir da flexibel sind und auf die Bedürfnisse eingehen. Also wir müssen uns der Ausrüstung anpassen und nicht umgekehrt. Richtig. Das war wichtig. Scheide haben wir entwickelt mit einem Überzug, haben wir zusammen mit Firma Lindenhof entwickelt, da sind wir stolz drauf. Das ist ein Tarnmuster, das ist aber austauschbar, man kann es auch in Unifarben bekommen oder so weiter. Das heißt, das ist ein Sleeve, das legst ein und verschraubst. Der wird drüber geschoben und hier oben ist mit Schrauben nochmal gesichert. Smart. Genau, dass man abziehen kann. In die Überzüge haben wir integriert direkt Molle-Schlitze. Das ist die kompakteste Art und Weise, wie man das Ganze abbilden kann. Man kann es direkt Molle auf Molle an den Plattenträger einbinden. Flacher geht es nicht und leichter. Aber das ist nicht immer gefragt, je nachdem, wo man das positionieren möchte. Deswegen haben wir uns ein Nutenstein-System ausgedacht. Damit kann man alles Mögliche auf das Messer schrauben. Man sieht, auf dieser Seite ist nichts aktuell verschraubt. Das heißt, von innen werden Nutensteine eingesetzt. Dafür haben wir spezielle Werkzeuge mitgeliefert, die kann man einsetzen. Und dann kann ich hier drauf verschrauben, was ich möchte. Das ist sehr, sehr, sehr vielseitig. Hier als Beispiel ist einmal eine Flap, eine klassische. Das heißt, hinter die Magazintasche, ich kann das hochklappen, ich klappe das mir dran. Oder Admin Pouch, je nachdem, wo du Klett zur Verfügung hast. Genau, mit Klett. Ja. Und das Ganze ist natürlich drehbar. Ich habe rechte Seite, ich habe die linke Seite, ich kann es oben, unten. Das heißt, da bin ich schon sehr modular. Man könnte aber noch mehr machen, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Es gibt noch Ulti-Clip-Systeme und Ulti-Link-Systeme. Das heißt, sobald man dieses System einmal hat, ist man sehr, sehr frei. Man kann es an Dengler hängen und wie auch immer. Ja. Das ist sehr, sehr frei dann und kann sich sehr gut integrieren. Du opferst natürlich ein bisschen was an Ausstand. Also das heißt, wenn ich mit dem Ulti-Link arbeite, bist du natürlich ein bisschen exponierter als mit dem Molle-System. Ja. Aber ist auf jeden Fall Ulti-Link die Lösung, wenn ich das Ganze natürlich auch EDC-mäßig oder mal im Alltag tragen will. Also mit einem Handgriff abmachen, das ist sehr, sehr flexibel. Genau. Überzüge zu wechseln, hatten wir gesagt. Und das Gute ist, das ist alles 3D-Druck, die Scheide, wenn Anforderungen kommen, da passt aber noch nicht was nicht ganz. Die Molle ist nicht gleich Molle. Es gibt die Lasercut, es gibt die genäht. Die Abstände sind doch teilweise ein bisschen anders und man will nicht, dass es Spiel hat. Das heißt, dann können wir ab Stückzahl 1, 2, 3, 4, 5, 500, völlig egal, können wir mal eben das Modell anpassen und machen dann passend dafür. Das heißt, ihr hättet tatsächlich auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier, ich brauche hier noch ein bisschen Body Shield, wenn ich weiß, ich mache das hier Appendix oder irgendwas in der Richtung. Ein paar Klicks, wir haben keine Werkzeuge, die man ändern muss, dafür aufwendig. Also ab Stückzahl 1 kann man dann eben was anpassen, dass dann wirklich gut sitzt, weil sonst passiert wieder, dass es klappert und nervt, es wird wieder zu Hause gelassen. Ja, genau. Smart auf jeden Fall. Ja, das heißt, das ist das Set aus EKM2, Trainer, Messer dazu, als Gesamtpaket. Dann kommen wir weiter, das ist das nächste, das ist das EKM1. Es ist der Dolch. Klassischer, kleiner, kurzer Dolch. Das gleiche, auch wieder ein Titangriff, 3D gedruckt. Die Klinge ist sehr speziell, da haben wir uns eine neue Geometrie einfallen lassen. Das ist wie ein Chisel Grind, oder? Ja, es ist noch komplexer. Es ist eine Seite klassische Dolchklinge, die andere Seite ist komplett hohlgefräst. Du siehst, außen hast du nur einen ganz schmalen Grat. Ja. Und typischerweise eine Dolchklinge schärfen. 4 Seiten von einem Operator, das ist schwierig. Wie ein Haifischzahn. Ja, das bekommt man schwierig hin. Das heißt, es muss nur noch flach auf den Schärfstab gelegt werden und die Unterseite wird einfach nur drüber gezogen. Der Winkel ergibt sich ja automatisch, der Schleifwinkel, durch die bereits vorhandene Phase zu der planen Seite. Ja. Das heißt, keiner muss dann anfangen, vierseitig schwierig zu arbeiten. Das heißt aber, du gehst auch nicht an die Flanken ran, sondern einfach nur die aufgehst. Es wird sich ein leichter Grad bilden, aber für eine Kampffähigkeit reicht das mehr als aus. Es wird scharf und das reicht aus. Und durch die Geometrie von diesem Messer, die Penetrationswirkung ist wirklich gewaltig. Die haben wir ausprobiert an verschiedenen Systemen. Es ist erschreckend. Es ist erschreckend, muss man sagen, genau. Zu dem Messer haben wir genau das gleiche System, auch wieder ein Überzug von Firma Lindenhof, direkt mit Moll integriert. Da das gleiche System, diesmal auf 2 Nutensteine das Ganze ausgelegt. Auch da haben wir die Möglichkeit, man kann es auf IWB umrüsten oder sowas. Das können wir uns gleich nochmal anschauen. Bin definitiv gespannt auf dieses System, weil ich kenne es aus der Kydex Herstellung und so. Also da hast wirklich stellenweise, musst du dir beim Fertigungsprozess schon überlegen, wie baue ich das, damit ich auch dementsprechend einen Nutenstein oder eine Bugschraube halt dementsprechend implementieren kann. Oder halt auch noch rankommen. Gerade aus dem Rand versetzt, ne? Genau. Durch die Herstellungsweise, die haben wir wirklich die Möglichkeit, das zentral auf der Scheide aufzubauen. Das Ganze. Und das ist halt auch der große Vorteil vom 3D-gedruckten Scheiden zu Kydex, weil Kydex sich einfach immer irgendwo eine Verbindung schaffen muss. Da kommst du halt nicht drum rum, ne? Außer hat seine Berechtigung, aber hiermit hat man natürlich Möglichkeiten mit dem 3D-Druck für Modularität, die man so nicht abbilden kann. Von der Belastbarkeit, das Material ist großartig, wir haben es als Trainer verwendet, auf einer Betonfläche sieht auch rumgeschlagen. Super gut aus. Das sieht richtig viel aus. Genau. Wir können auch hier nochmal reinschauen, einfach. Es wurde noch Zubehör mitgeliefert, was dazu gehört. Um das Ganze montieren zu können, haben wir uns was einfallen lassen.
Weil wenn man den Nutenstein ansetzen möchte hier drin, da kommt man dann mit dem Finger nicht mehr dran, dann bekommt man eine Krise. Das heißt, wir haben ein Werkzeug mit 2 Seiten. Eine Seite ist beschriftet EKM2. Das heißt, ich kann den Nutenstein hier reindrücken, einsetzen, setze den an. Dann habe ich hier ein spezielles Werkzeug, ein kleines. Kann es von der Gegenseite einfach schrauben. Das ist vormontiert und dann kann ich es anziehen passend. Gegenseite ist das gleiche für die andere Scheine. Ist hier eine Tasche EKM1 beschriftet. Das heißt, Nutenstein reindrücken, reinsetzen, festmachen. Ja, dass man es auch wirklich zeitnah und schnell machen kann. Beim ersten Mal braucht man ein bisschen, aber zweite, dritte Iteration ist dann auf jeden Fall Dann ist so eine Scheide in unter 5 Minuten ist die umgebaut auf das andere Tragesystem. sehr smart auf jeden Das war uns Fall. wichtig. Genau. Und dann haben wir noch 2 Lösungen einfach mal exemplarisch gezeigt. Noch deutlich mehr. Das ist ein klassischer IWW-Clip. Die kann ich hier zum Beispiel drauf machen. Das heißt, der Gürtel sitzt da hier vor. Ich sehe dann unter dem Gürtel nur die kleine Spitze hier überstehen. Der sichert eben dagegen, wenn ich das Messer ziehe, dass es hochrutscht. Genau, der kann direkt hier integriert werden. Der ist eher was für diese Scheide. Also Das auch EKM1. einpunktig, das heißt, ihr Genau. könnt das hier mit einem Punkt nutzen und im Prinzip verschiedene Tragewinkel dann auch dementsprechend Ja, das ist wichtig bei konfigurieren. IWW, dass man dieses Messer anders Ja. anstellen kann als oben den Clip. Das reicht aus. Genau, und dann nochmal den klassischen, ein Klassiker, ein hervorragendes Produkt von unseren Freunden auch aus den USA, Ja. von Ulticlip. Hier kann man auch auf beide Scheiden mit drauf machen. Ist eine wunderbare Lösung, wenn man es in der Hosentasche tragen möchte, mal eben festgemacht am Rucksack oder sowas. Das bietet eine sehr hohe Modularität, das System. Und genau, damit kann man... Oder auch natürlich den von dir bereits erwähnten Ulti-Link, der Genau. auch so ein Hansdampf in allen Ecken ist und Ja. dementsprechend ein brutal gute Ergänzung zu dem Scheidensystem von euch ist. Also Genau. absolut Das Lochmaß hier passt auch genau da drauf. Das heißt, der Ulti-Link kann sofort hier drauf verschraubt werden. Beste. Genau, 360 Grad Rotation. Den können wir gleich im Close-Up nochmal einblenden, sicherlich. Ja. Das nochmal vorstellen. Ja. Auf jeden Fall sehr spannend. Und das heißt, wenn du das bekommst, sind beide Messer praktisch in dieser Box hier drin. Das ist optional. Man kann natürlich nur ein Set bestellen oder Okay. ein Teil davon, wie man es haben möchte. Aber Aber das hat für die Spezialeinheit haben wir dann eben das komplette Set, so wie es ist, zur rundum gestellt. Mit beiden rundum Messern. sorglos Ja, sozusagen. genau, das ist rundum sorglos. Den haben wir noch vergessen. Und zwar haben wir hier Ja, genau. ein Workshop. Ja, war uns wichtig, dass der kompakt ist. Mhm. Es gibt welche mit offenen Diamanten oder sowas, das finden wir nicht so schön. Den finden wir großartig. Das haben uns auch die Freunde aus den USA zur Verfügung gestellt von Workshop. Ja. Und herzliches Dank dafür. Ist zweiseitig, ist ein tolles Produkt. Der Schleifwinkel ist schon eingestellt. Das heißt, man kann das Messer dagegen legen und dann hat man schon eine Orientierung, wenn man keine Erfahrung hat und kann da drüber ziehen. Eine Seite Diamant, die andere Seite Keramik. Da ist man wirklich fein aufgestellt. Es lässt sich kompakt zusammenklappen. Die Jungs, Ausrüstung mitnehmen. sind halt auch mega fit. Also Workshop, da passiert auch immer ständig was. Siehst du auch immer tolle, Das war sehr tolle viel Produkte. scharf nach. Vor allem auch kein Scheiß, also was die an Materialien verbauen und so. Also Genau. wirklich good choice. Bei dem Messer sieht man, es ist komplett plan und Ja. es reicht. Diese Bewegung reicht aus, das kann jeder. Und danach habe ich den, ist wieder kampffähig. Ja, ist nicht wie beim üblichen Chisel Grind. Du hast ja beim Chisel Grind praktisch nur eine Seite gewirkt, aber dir fehlt halt dieser Negativbereich, um wirklich diese Schleifbewegung so ausführen zu können. Also cool gemacht auf jeden Es Fall. wird ja reichen, wenn es plan ist. Ja. Aber wir haben es extra nochmal ausgefräst, die Mitte, dass wir nur diesen kleinen Materialbereich haben, den man abtragen muss, was Richtig. das viel schneller macht. Also flach würde ja auch reichen. Aber durch den Materialabtrag in der Mitte ist wirklich nur sehr wenig Material zu entfernen. Und das geht wirklich wunderbar mit diesem Schaft. Absolut. Coole Geschichte auf jeden Fall. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen? Also wirklich ein spannendes Produkt. Wir könnten da noch alles weitermachen, aber wir sind natürlich in Zeit und Raum limitiert. Wenn ihr Fragen zu den Produkten von UG Tools beziehungsweise zu dem, was wir heute hier am Tisch gezeigt haben, dann schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare. Die Informationen zum Hersteller blenden wir euch unten beziehungsweise packen wir euch unten in die Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal Enforce Tech TV und drückt auf jeden Fall die Glocke für die neuesten Videos von Enforce Tech TV dieses Jahr und natürlich auch nächstes Jahr. Das war's von uns. Bis zum Herzlichen nächsten Mal. Tschüss. Ciao.